Hallo und herzlich willkommen zu The Crew 2. Wir starten durch. Hallo und herzlich willkommen zum Gametainment Livestream. Wir starten mit The Crew durch. Wir haben Closed Beta, Open Beta gespielt und schauen jetzt nochmal rein, was uns die Finalversion so mitbringt. So, jetzt haben wir ein kleines technisches Problem gehabt. Starten wir jetzt mal durch. Beta ist ja schon ein paar Tage her, dazwischen haben wir so viel gespielt. Aber jetzt lassen wir das Gameplay mal wirken. Die Ladezeiten sind wie gewohnt ein bisschen lang Okay, irgendwie. guys, come on, get a move on. We're going on soon. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, call me Hero. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't going to make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look, thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, and you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people who matter. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want to race, yes? Oh yeah, this is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. I guess nobody wants to see nobodies. Trust me. Just show the world what you've got in this one. You'll get followers like that. Run a good race, and you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Hero, my friend. I don't want your best. I want legendary badassdom. Anyway, I've got to go. Something about putting on a race. Best of luck. Okay, thanks. You're good to go, buddy. Break a leg. Hell, break anything you have to. Drive like I know you can, and we'll be in the big leagues in no time. Welcome to the city that never sleeps. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just a city. It's a playground for the best pilots and drivers of today and tomorrow.
watch the first episode of this year's live Extreme series. In this new season, talented newcomers have a shot at taking on established stars and a chance to impress all the racing teams out here. And believe me, they're watching. And just as important, they need to generate excitement. That's how fans flock to them. And that's what it's all about, right? Become a racer, steal the show, and see your follower numbers soar. Speaking of soaring, get a load of that jump. There you have it, folks. The numbers are going through the roof. And now live goes to the extreme. You'll gain followers by winning, of course, but that's not the only way. Do a spectacular stunt like this, and the fans will come a-running. Check it out. We're 2/3 of the way through, and I believe we're watching a new star exploding onto the circuit. We kick it up a notch for the grand finale. This is how it is these days. Just being a good pilot isn't enough anymore. You've got to shine on and off the course, staying sharp on the social media side. It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first racing team, and the second will start looking at you. Pile up supporters, and the contracts will be knocking on your door. To put it another way, a driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. We call them disciplines. You'll call them awesome. And isn't awesome what we're all after? From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, Episode 1. Thank you for watching, and remember to follow us on all social media. Cool, it is official, my friend. We have made the big time. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. You know, we've got the right stuff.
There's so much to try. Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu, and we gotta take a bite out of everything. We're talking street racers, off-road, pro racing, freestyle. We could take a test run with any of them. Or if you ask me, do them all. Pick which one you want to try So, first. jetzt geht's dann noch langsam richtig los. Das Intro war ja in der Beta schon relativ langweilig, einfach nur mal zum Reinschauen. Now, we've got 4 ways we can get this puppy rolling. It's your pick. How do you want to start? Ja, wir dürfen aussuchen. Ah, Flugzeug ist eigentlich cool. Welcome to our community of freestylers. I'm Sophia, and I'll be taking you on. Here, we're all about having fun. If you want in, it's easy. Get that plane, get ready to do every trick on that list in the order they're shown, and grab a barf bag while you're at it. Use the bag and you lose. Beat the score I've set and you're in. I'll show you what I can really do later, but for now, it's your turn. 3, 2, 1. Now try a roll. To roll, level out your flight, then pick left or right. Move the stick in the direction you choose until you've done a full roll. Time to air drift. Just hold your right or left rudder pedal down for long enough and you'll get the hang of it. Knife flight can be tricky. Orient your plane with one wing pointing straight down and you've got it. Try a loop. Just pull the stick back until you've gone a full 360 degrees. Now, low altitude. Take a wild guess what that one means. Just be careful not to brush more than the treetops, or you'll get a crash course in landing the wrong way. That was awesome. Great flying. Okay, you need to meet my partner in crime, Emmett, at the barn, and then we can really get you rolling. I'm Emmett, and you must be the new talent Sophia was talking about. We'll see if she's as good a judge of people as she is a pilot, and a driver, and never mind. You get the picture. Now, as to what this place is about, that's tricky to describe. You see these people? They work hard and they play hard, and they somehow make ends meet. Until you can wrap your head around that, you don't belong here.
But heck, Sophia vouched for you, so you gotta be good folks. She and I have got something for you down at the store, by the way. That's down here. A place where you can pick up a few other rides when you earn the scratch. But, getting one for free ought to put a smile on your face. Just remember to keep smiling when she whoops you good up there. In the meantime, I suggest you figure out what you want to do. There's no rules around here except do your best and have fun. I expect you to follow them. Da Guess sollten what? eigentlich noch There's ein an paar easy way for us to Pre-Order-Sachen add drin sein. followers. All you've got to do is cool stuff like flying under bridges, drifting, or taking big jumps. The more stuff you chain, the more followers we get. Welcome to Monument Valley, one of the most beautiful places in the country. And a place where you can really push your limits. Or find out what they are. Hey parents, take advantage of our complimentary 3, 2, 1. You're playing it too safe. Take more chances. Fly closer to the ground. You don't have to if you don't want to. She's just daring you to see what you've got. Yes, that's the way to do it. Take chances. I can fly upside down at low altitude for a few minutes at a shot. Maybe someday you'll be able to do that too. You never know. Congratulations for staying on point, even with Miss Chatterbox yapping in your ear. Maintaining focus when something's trying to distract you is the best way to learn how to keep your concentration.
got loot for that. You should grab it. I'm sure it's gonna come in handy. The loot consists of parts you can use to upgrade your rides. So keep bringing it in. The best way to explain what we do is this. Our pilots are crazy good, but sometimes they act like a bunch of snot-nosed brats. The kind of people who throw a party in a seminary. While Grumpy here is giving you his version, let me give you mine. We can do things you've never seen before because we're having fun. Give us a plane, we'll show you something fantastic. Ah, sweet. Up till now, we've only gotten green loot, but other colored loot has even cooler stuff. You need to understand just how good a pilot Sophia is. She set a ton of records, and this is one of them. Maybe not the biggest, but it's still a mark she set, and something for you to aim for. Ladies and gentlemen, we urge you to sign the Leave Planet petition. You can find it near the pit. 3, 2, 1. You're going to be asked to perform a list of stunts. Finish one list, and you'll get another. Lists done. Now, strut your stuff. Between lists, you'll get some time to freestyle and really show what you can do. Mastering both is what aerobatics is all about. Time for you to show off your style. Freestyle, that is.
Loot, Loot, Loot. Man muss es glücklicherweise mit dem Flugzeug nicht so genau einsammeln. Und dann aber so langsam juckt's mich in den Fingern, mal ein Auto zu fahren wieder. Ich werde gleich mal schauen. Mich würde allerdings auch interessieren, wo das Loot ist, was ich freigeschaltet habe. Also ich habe es definitiv schon freigeschaltet. Driving, Social, okay. Irgendwo kann man auch den Avatar anpassen. Gallery ist vermutlich einfach eine Gallery, genau. Timeline. Schauen wir, finden wir schon. Don't forget, you can open the map and see if there are any activities available anywhere. Not that just pounding around isn't fun. Okay, also man kann scheinbar hier hinfliegen, setzen wir uns mal einen Wegpunkt, diesen mal darüber und gucken mal, ob wir da was machen können. Komm! You picked up new followers for that action move you just did. Everyone you pull from now on gets you more followers, so knock yourself out.
A quick reminder, for each event, there's a recommended level. Make sure to check that out before taking a shot. Sure, you can choose to ignore the recommendation because you're that good, but it's always better to know the rules before breaking them, right? Lost children should report to guest services. I repeat, lost children should report to guest services. 3, 2, 1. You're playing it too safe. Take more chances. Fly closer to the ground. You don't have to if you don't want to. She's just daring you to see what you've got. Yes, that's the way to do it. Take chances. I can fly upside down at low altitude for a few minutes at a shot. Maybe someday you'll be able to do that too. You never know. Congratulations for staying on point, even with Miss Chatterbox yapping in your ear. Maintaining focus when something's trying to distract you is the best way to learn how to keep your concentration. It's simple. Doing things gets you followers. The more followers you have, the more you'll be invited to do cool new things where you can earn even more followers. And bucks. Big bucks, which we can use to buy all the cool stuff we want. Ja, jetzt wird endlich Hey mal Zeit für ein Auto. I'm Wade Parker. Maybe you've heard of me. And this is my show. I'm looking for someone interested in racing off the beaten track.
and I'll loan you a ride to see if you've got it. What is it? Take the keys, my friend, and we'll find out. If you win, you keep the car and get a shot at running some real races. You lose, I take my ride back and it's so long. But you're not gonna lose, are you? Huh. I didn't think so. 3, 2, 1. Not bad. You and me, we got some things to discuss about your future. Come on, base camp, and your new car away. Well, look who it is. You've made your bones. Now you belong here. So welcome to this little slice of off-road paradise. You'll find everyone here. Mudders, mountain climbers, and winners. And I'm betting that last one's what you're gonna be. That fool's Tucker Morgan, though everyone calls him Tuck. He thinks he's number one around here, but we're gonna show that tree hugger just how wrong he is. He likes to ride out and explore. Lots of folks around here do, which is their mistake. They ought to be focusing on racing instead. But their loss is our gain. Yours and mine. And like I said, you can go to the shop and pick up the car that's waiting for you there. Call it an investment in your future. The rest of them there, those you'll have to earn.
how'd you like to earn a little cash just driving around? This magazine asked us to take some photos. You can see what they want in your photo album. It's not mandatory, but the way you roll looks like easy money. This kind of race isn't just a race. It's a couple of checkpoints and you finding the best route between. Now, good luck on not getting lost. Only the top racers get to run here, which I guess... Okay, that's the photo app. With this, you can grab pictures and share them. Even better, you can capture moments for the photo album. And if the picture's a tough one to take, don't worry. You can go back and forth on the timeline to find that one. Now, this kind of race isn't just a race. It's a couple of checkpoints and you finding the best route between. Now, good luck on not getting lost. Only the top racers get to run here, which I guess says something about you. Don't get too cocky, though. It's a long way from getting invited to sitting in the winner's circle. 3, 2, 1. Running ahead of what you need to. Remember, safety comes first at all events.
Everyone's got a moment where they realize why they're racing. Well, for me, it was the day my bike went one way and I went the other, and I broke 2 ribs. I picked my bike up, climbed back on, and kept running. Won that race, too. Wouldn't let myself lose no matter what. The details, just the things you tell stories about later. Wie sieht man das aber genau? Flugzeug kann man Sachen, Auto kann man Now for this race, you'll be driving a Mercedes X-Class pickup truck, and so will the competition, which means it's the driver that will make the difference. And I say that knowing you'll be the best out there. Get your tickets for upcoming races now.
For legal reasons, please stay out of the active race area at all times. This is Look what we have here. The name's Luttrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. We tune our rides, show them off, and race them. If that sounds like something you want in on, you gotta show me something. I'll loan you a car, but you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, the car's a loaner. Don't scratch it. All right, you did it. Now come with me. Got something for you I think you're gonna like. That was some fine racing, which means you punched your ticket to the spot, the place where the street racing community hangs.
Cool. You know how we were talking about tricking out our rides? Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, okay? Look at the hot shot rookie. Thinks they can just roll in and walk away with it. You race for pinks? They're gonna be 3, 2, 1. Wow, your sleeper car just woke up in a big way. That car's really moving. Trell, is a loadout like that street legal? None of this is street legal here. That's kind of the point. Hard to make people want to go legit when it means giving up something like this.
Street racing's got history. It didn't start with us. Some say it began in the 20s with bootleggers. They needed to outrun revenuers, so they tricked out their cars in order to make a clean getaway. Those souped-up roadsters and stock cars, you can draw a line from them to the street machines you see today, and from those drivers to us. Get ready for a new... I got a call from Live. Grabbing for a chance to compete. Now look at us. Da ist dann auch endlich der schöne Content. Das Pre-Order-Zeug und so. Hat der Code ja doch funktioniert. Gehen wir mal rüber. Also man kann in Summe schon mal sagen, seit der Beta hat sich nochmal einiges an Stabilität getan. Es läuft einfach deutlich smoother nochmal. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, unser Pre-Order-Zeug ist halt jetzt irgendwo. Der Mailbox da hinten. Schauen wir mal. Was ist hier los? Okay. Wo das her ist, weiß ich jetzt auch nicht. Schauen wir mal. Also Mailbox haben wir leer. Merch. Schauen wir mal, vielleicht ist das ja einfach freigeschaltet. Ich weiß aber auch gerade nicht, was der Pre-Order-Content war. Ich glaube Motorrad oder so. Sneaky. Ja. Ich weiß es gar nicht, was es jetzt war, der Pre-Order-Content. Oh. Ah ne. Den haben wir jetzt nicht bekommen, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Okay. Ah. Brauchen wir noch ein paar Follower, also kein Problem. Ah, wir waren noch irgendwie in den Supercars gelandet, ja. Ne, Hypercars heißt es sogar, ne? Hypercar. Ah, hier sind wir uns hier. Leaderboard, okay, müssen wir uns nicht angucken, das ist wahrscheinlich zu deprimierend. Die Mailbox war ja jetzt leer, da ist jetzt nichts. Holy cow, a McLaren P1. That's Tio's ride. You think we might actually get our hands on that? How awesome would that be? Beat your rival to earn his ultimate car, okay? Was sich mir auch noch nicht ergeben hat, ist, das schaltet man vermutlich dann auch noch frei, wenn man sich umzieht und so. Avatar anpassen.
I guess it's not here. Gucken wir jetzt aber mal. Ich meine, da war ein Motorrad in der Pre-Order-Kollektion. Und die kann man natürlich dann nur am Headquarter für das Offroad-Zeug hier sich anschauen. Irgendwie nicht. Irgendwie muss man das scheinbar noch einsammeln. Wir haben es ja auch nicht gekriegt. Ah, doch. Okay. Wow. Wow, das ist einfach da. Street Racer. Das ist natürlich lustig. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die gibt's nur Offroad. Okay. Aber okay. Okay. Haben wir verstanden. Ja, Favorite Karre. Haben jetzt gar keine Items für bekommen, ne? Ungewöhnlich. Vielleicht hat er schon zu viele Punkte. Gut. Profile. Ne, da passiert auch nichts. Geht nur der Video-Broadcast aus. Kann ich mein eigenes Profil angucken. Mich hätte ja noch interessiert, oder mich interessiert tatsächlich, ob man den Avatar anpassen kann, oder kommt das noch? Denn ich habe eine hübsche Jacke und so. Also den Season Pass müssen wir uns noch erwerben, wenn uns das Spiel jetzt weiterhin gut gefällt. Guck mal, was gibt's denn hier? Ah, da könnt ihr wieder nicht zuschauen. Ah, ne, doch. Scheinbar schon. Er switcht die ganze Zeit zwischen Mikrofon und nicht Mikrofon. Ich checke mal, ob es noch Rewards gibt, die man hier sinnvoll abgreifen kann. Nein. Damit sind wir auch jetzt rucki wieder zurück hier. Wir müssen Auto fahren. Wir müssen jetzt hier einfach Auto fahren. Boot fahren ist auch schön. Boot fahren könnte man. Haben wir noch gar nicht. Haben wir heute? Nee, wir sind heute noch gar nicht richtig Boot gefahren. Aber wenn dieses Offroad-Motor natürlich auch so gefällt. Aber eigentlich möchte ich Boot fahren. Wir wollen jetzt Boot fahren. Lasst uns hier raus. Es ging gerade nämlich leider irgendwie nicht raus. Boot fahren. Wir müssen Boot fahren freischalten. So. Die Ladezeiten sind irgendwo zwischen der Grenze und vielleicht ein Ticken zu viel. Ich war in der Beta schon ein bisschen nervig. Listen up, people. I'm looking for a driver. If you can handle yourself on the water, and in the air and behind the wheel, obviously, though we'll come to that later, then maybe you've got what my team needs. Beat the posted time for the trial, and there'll be a spot for you. Fail, and well, I'm sure someone else will grab the opportunity. Palim.
Vollgas. 2, 1. Congratulations, you got the gig. Let's go someplace we can talk about what happens next. Start-Events oder Freischalt-Events sind halt schon That wasn't half einfach. bad. I'm looking forward to having you on the team. And spun cotton candy. Touring Car. Oh, ich glaube, da war... Kann es sein, dass in dem Pre-Order-Paket auch ein Touring Car drin war? Oh, die sind aber teuer. Lass mal gleich mal gucken. Jetzt grabben wir erstmal unser Gratis-Boat. Ah, für den Season Pass gibt es halt auch schon direkt wieder was. Ah, das... Das Ding heißt Blade Runner und ist im Season Pass. Müssen wir gleich mal Season Pass kaufen. Das geht ja gar nicht. Jetzt haben wir hier so ein schäbiges Boot. Ah, wir wollen noch einen Blade Runner. Auf jeden Fall. Da muss gleich ein Season Pass her. In case you hadn't noticed, now we can edit videos through the Live app. Just open the map, search through it, and you'll find the tools you need. I'll bet posting those babies gets us tons of new followers. Mach das mal. Vehicle, da. Ah ja, da. Ja, da war nämlich ein Touring Car drin hier. Ist schon mal gut. Okay, Moment. Street Racing. Was ist der Touring? Ist auch Street Racing? Nee, die. Das Touring Car, wie das ist. Nee, wieder nicht. Ah, okay, Street Racing und Touring Car schließt sich aus bei Favorite. Okay. Warum auch immer. Zeit für Action.
das schäbige I Boot just hier. make things so you can fast swap between two vehicles of any type. Who's got your back? Me. It's me. I do. Hey, remember how I rigged it so you could fast swap between two vehicles? Fast swap ist Now okay. you could do it Wir wollen between kein Fast Swap, three. wir wollen No Fast need to Racing. thank me. Kamera geht mir ein bisschen zu langsam raus, das ist ein bisschen doof. Ja, Powerboat, Mississippi, whatever. 1, Mississippi, 2, Mississippi, 3, Mississippi. Remember, a good driver never lets the pressure get to them. That's why we train. So all the gauges and torques and G-forces become second nature. And then you can focus on the race. Now, I'll be watching you out there today to see how you do. So no pressure. Eigentlich ist unsere Karre jetzt schon zu schlecht. Das Rennen 99 empfohlen auf Führer Power, aber All Items. Gut, mehr. Wir sind Mississippi Powerboat-Fahrer. Geben wir einfach Gas, dann geht das schon. Standesgemäßer The Crew 2 Sprung mit dem Powerboat. Wie es so ist. Powerboat. Aber man merkt schon den 200 jetzt 90 zu 155 Punkte Unterschied. Merkt man schon extrem. Also ich war nonstop Vollgas. Kommt schwer ran. Aber schwer ist nicht unmöglich. Oh, viel Geschwindigkeit verloren. Uncool. Ah, das muss... Ah, ja. Ich hab zu spät gesehen, dass es da links ist. Nein! Gar nicht gesehen, dass wir hätten springen müssen. Nein! All die schönen Plätze. War das jetzt noch der dritte? But you can do better. Ah, wenigstens. Maybe I should ratchet the pressure up a little. Ja, ich wollte gerade sagen, aber ich glaube, hier muss man die Items dann noch wieder einsammeln. Oder vielleicht muss man es nicht, keine Ahnung, aber die rumliegen kann man sie ja mitnehmen. Tuning muss kommen. Ein bisschen Performance in unser Schrottschiff hier reinbringen, wo schon nicht das schöne Season Pass Ding, ne?
Dann springen wir aber auch direkt zum nächsten Event. Hier, Action, Action, Action. Das geht mir ein bisschen zu langsam mit dem Rauszoomen. Vielleicht kann man das irgendwie schneller machen und ich weiß nur nicht wie. Da unten. Key West, gib ihm. Did you know that the first bridge they built to the Florida Keys from the mainland was for the railroad? It took years before they built something you could drive on. Absolutely fascinating. Hero? Yeah? Shut up. Gar nicht drauf geachtet, welches Power Level scheint noch ein bisschen höher angesiedelt zu sein als vorher. Noch nicht so konzentriert. Keine ersten Plätze, gar nicht. Kommt noch mit den schönsten Sprüngen nicht ran, aber wie gesagt, ich habe schon nicht aufs Power-Level geschaut. Aber es läuft halt smooth, muss man sagen. Nicht zwingend Ubisoft hakelt ja immer schon mal gerne ein bisschen, gerade zum Release-Tag. Aber hier gab es einen recht großen 12,5 GB Patch. Da haben sie dann wahrscheinlich noch was rausgeholt. Das Beta lief ja schon gut, aber der Haken ist an der einen oder anderen Sache. Aber das hier ist geile Performance für Day One. Also auch für alle anderen Tage, aber dafür, dass es gerade raus ist, das Game. Ey, was? Hä? What just happened? Auch natürlich kurz vom Ziel, ich glaube, man musste Dritter werden. Unfestlich, unfestlich. Whatever. Gab's jetzt kein Loot, kein Belohnung mehr? Ich habe auch das Level nicht angeschaut. Hätten wir das Season Pass Bildchen. Dann gehen wir jetzt einfach mal, was ist das hier? Machen wir mal das hier. Überdamm Powerboat. Wir haben 103, gebraucht sind 90. Das muss. Hat sogar eine Hupe. Ah, hier kann man gar nicht. Hat aber eine Hupe. I know I'm not usually the one saying this sort of thing, but are you sure about this race? And I'm not the one who usually says you're worrying too much. But here we are. It's all set. Between this and the race in Vegas, we're showing off in new venues. So we're hoping the big jump means big numbers? That's the idea. It's a big chance we're taking trying a location like this, but we've got to do it. One thing will never change, though. One thing will blah 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 blah. 2, 1.
Green Shop Free. Ja. War jetzt echt ärmlich. Dann vorher. Hat sie jetzt Anlauf genommen? Um uns zu bashen? Geil. Oh! Ah, ich glaube, das ist ein Rennen, das wir getan. Oder eine Variation dessen. Auto haben. Oh, Boot kaputt gemacht, vierter Platz, kurz vom Ziel. Crappy. Oh, wie kann ich neu starten? Kann ich das hier einfach neu starten? Ich will mal in der Gegend umschauen. Ich fand scheiße. Ja, wie schade ich das neu, dass wir das kommt. Ja. The event is about to restart because you drove that crappy. 3, 2, Darfst du denn nicht schwimmen? Keine gigantisch neue Ladezeiten, sondern einfach 3, 2, 1, los geht's? You've always known you can do this. Now go out there and prove it. Die Laberei, die Laberei. Zu viel Springerei, Laberei. Geht gar nicht. Mach mal Platz hier für den Papa. Ja, die springen auch. Ich spring mit ihnen auf. Und zwar schneller beim Sprung. Aber mit 230 Sachen muss man halt noch erstmal mit dem Speedboot hier umballern. Jetzt geben wir mal Gas hier, machen wir das Speedboot. Ihm. Ich glaube, man muss mit dem linken Analog ein bisschen variieren, dass man auch wieder wegkommt. Aber den Sprung nehmen wir natürlich mit und halten uns dann ein bisschen links. That's right, you got the lead. You got the lead, no more. Ja, okay. Am Ende darf man jetzt nicht einfach nicht. Komm. Hahaha. Ja, Freunde, wer ist mit seiner Kackmühle jetzt hier überall durchgesprungen? No risk, no reward. I guess that's one way of looking at it. You've got to evolve to stay relevant. If that means trying new venues,
from downtown to 10 miles east of the middle of nowhere, then maybe that's what we gotta do. But I know it's a gamble. It won't do us any good to win new fans if we lose the old ones. Finding a balance. That's the tricky part. So, Performance rein in unser kleines Schiff. Jetzt mag ich es allerdings ja auch ein bisschen mehr, weil es geil ist. Für den Win muss man es jetzt lieben. Tunen und nie mehr verkaufen. Wichtig, wichtig. Kann man sich eigentlich nie entscheiden, was man fahren will, oder? Das ist schon... Moped müssen wir jetzt auch mal ausprobieren hier. Top Speed 198 ist schon... Ja, auf und das war's. Die Map. Also das nervt ein bisschen. Dass man da so lange braucht, bis das rausgezoomt ist. Das ist total doof. Was haben wir hier? Touring Car. Oh, wir haben eine Touring Car. Jetzt geht's wie da. To achieve maximum results, you need to know your car insides and out. Every sound, every bump, every vibration. Because if anything's out of place, you can't drive your best. Now, you pay attention to your car, I'll be paying attention to you. Oh ja, Papa ist da. Okay. Nicht so ganz Touring Car, ist mehr so Rückschuh. Hahaha, Boost haben wir auch. Sorry. Ich kann brüsten, was darf ich jetzt? Das von 3 Runden? Ja. Oh, gut. Ach, meine Güte. Aber wir hatten ja gesagt, das ist eine Crew. Touring Car. Das ist cool, das ist cool. So kommt man in der Beta, glaube ich. Ich bin nur nicht sicher, vielleicht da oben. Ich habe es nicht gesehen. Auf jeden Fall ist cool. Halt, also die Vielfalt an Rennmodi ist übel. Aber nicht nur Rennmodi, sondern auch eben andere Spielrennen. Das ist einfach geil. Ich hatte gerade das Gefühl, Boot ist cool, aber ein Auto wäre jetzt auch nochmal gut. Also gut, Touring Car.
Ja, das war die lange. Dann gerade aufs Ziel. So hinterm Ziel noch ein bisschen aufpassen. Aber nach dem fliegenden Start ist das so ein bisschen zu steil. Irritierend sind, weil wir auf einer festen Strecke sind, die Checkpoints. Man muss halt immer schon ein bisschen auf die Map gucken, damit man irgendwie meint, man muss da geradeaus. Oder man kann einfach straight nach Augen fahren. Genau. Ich bin so ein Map-Fanatiker. Übertriebenen Auspuffexplosion. Also geil, aber so übertrieben. All right. I guess every little piece was in place. Don't forget to check out our souvenir store before you leave. Oh. We like lila. Mi gusto li purple. So. Sweet. So, aber war gerade noch ein Punkt, das überall sein. Aber das hat Spaß gemacht, das hat richtig Spaß gemacht. Aber, hier wird nicht lang gesucht. Hier wird gezoomt. So, hier. Desert Slalom, ja auch nicht. Und Events. Das Touri-Cover, super cool. Scheint es aber gerade nur eins von zu geben. Oder ist da noch eins? Ah, hier direkt. Hier. Sehr schön. Ja, auch ein bisschen overpowered, aber hey. Looks like you're racing in the rain today. Don't think of that as a problem. Think of it as a challenge. One everyone else will have to face too. It can be nerve-wracking, but go with the flow and it can be exciting as well. 50 Punkte ausmachen, wenn wir vorne mehr Power haben. 3, 2. Das sieht doch schick aus. Ja, gefällt. Leave them in your rear view. Um es lokal auszudrücken, vom Aquaplaning her schon nass. Oh wow, ich dachte das wäre nur, okay. Verguckt. Also vermappt guckt. Nice work. You're at the head of the pack. Ja. Das scheinen mir dann aber 4 Runden. Ja, 4 Runden zu sein. Das ist ein kleiner Kurs, aber das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Randnotiz, ich habe in der Hand habe ich den Gran Turismo Limited Edition Controller.
Passt so ein bisschen, ne? Ja, das hätten wir steiler anfahren müssen. Ja, es ist ein Kart Racer, aber Halbzeit. Mercedes, ja, ein Pre-Order-Paket von der ist natürlich jetzt ein bisschen overpowered, aber ist halt auch einfach geil. Ja, man könnte uns jetzt auch kaufen, haben wir noch Geld, von daher. Nicht so tragisch, finde ich. Und 3/4 durch, letzte Runde. Oh nein, eine Bandberührung. Der Musiktrack, der Track passt nicht so ganz jetzt dazu. Aber die Mucke an sich noch gut. Amerika ist extrem gut. Das macht extrem Spaß. Oha. Der Bremsweg ist. Das ist mit seinem Helmchen hier. Mit seinem weißen Helmchen. Ja, ich war gespannt, ob man das alles anpassen kann. Ist Farbenspiel gefällt. Irgendwas freigeschaltet hier. Kann man. Ne, doch nicht. Also, Performance. Das grüne Teil besser als das ist, was wir gerade eben in Lila bekommen haben. Gut. Ans Werk, immer mehr. Das ist cool. Das ist cool. Ist da mehr Touring-Car-Geraffel? Ne, wir hatten nur die 2 jetzt gerade erst mal, ne? Dann würde ich sagen, es ist nochmal Zeit zum Fliegen hier vorne ein bisschen. I sometimes have the feeling you're not listening to what I'm telling you. So, fly, points, go, win. Got that? Good. Fly, points, go, win. Okay, machen wir. 3, 2, 1. Vertical up. Haben wir mal sehr schön Seite gibt es links den kleinen, keine Ahnung, Radar, Kompass, whatever. Ich weiß nicht, wie man das mal Flugzeug nennt. Ein Looping. Ballern wir direkt noch den Nose-Dive hinterher. Nose-Dive nochmal 500 Meter. Ah, das wird hoffentlich gut gehen. Ja? Ah, da war es ein Nose-Dive drin.
bisschen Low Altitude. Kriegen wir wow hin. Aber wir wollen noch 5 Rollen und da wir jetzt noch das perfekte Wetter haben hier für einen kleinen Flug, machen wir mal. Inverted Low Altitude, ja, hätten wir jetzt auf jeden Fall sammeln können. You flew rings around her. Ein Looping, Outside Looping und Vertical Up war erstmal normal Looping. Wer nicht gezählt hat, warum auch doch. Und Outside Loop. Gefolgt von einem No-Slide. Ey, wieso hat der Outside Loop nicht gezählt? Ja, gut. Der war drin? Oder hat es nur gelaggt? Man weiß es nicht. Hear that beeping? That's your radar going off, which means there's a live reward nearby that you can track down and collect. The closer you are, the faster the beeps. See if you can find it. Gucken wir mal jetzt mit dem Radar noch rein. Radar only works when you're on the move, so get rolling if you want to find the live reward. Hat uns aber getrollt hier einmal. You found it. Good eye. Live rewards pop up all over the place, and you can always use your radar to find them. So, da haben wir noch ein paar Items bekommen hier. Also einmal für unser Touring Car. Oh Gott. Ist ja jetzt schon brachial, wird auch mal besser. Dann hatten wir aber auch was bekommen fürs Flugzeugzeug. So. Moped müssen wir jetzt mal fahren, aber
Offroad-Moped ist, glaube ich, cooler. Ja, man muss jetzt hier einfach mal einsteigen. Das Moped hier. Oha. Hat auch Nitro. Nee, ich finde ja die Motorräder fahren nicht so geil. Als Street Racer Motorrad. Mehr Style geht nicht. Oh, dir bist du. Whee! Whee! Okay, sind hier auch wirklich. Aber wir brauchen Events brauchen die Welt. Also ist cool. Ja, schönes Motorrad, gefällt mir. Noch rausfinden will. Ach ne, wir wollten auf die Map. Wenn man den Avatar anpasst. Vielleicht kommt das noch, wenn man ein bisschen populärer ist oder so. Oder es geht draußen im Menü, oder wollte ich jetzt nicht unbedingt hin. So, was wir jetzt brauchen ist vermutlich, wir müssen jetzt hier mal in dieses Live-Extreme-Zeug reingucken. Was passiert hier? Ist das so ein Schnellwechsel-Event? Müssen wir jetzt erstmal. Nein. Ich will mal hier rein und gucken, weil ich kann das Event auch nicht. Okay, jetzt haben wir erstmal Street Racing. Scheinbar. Welcome to the Gulf Coast, where we're getting ready for the second stop on the Live Extreme Tour. Last time we hit the city streets. This time, we're also going to go wild. Das sieht was vom Combo-Event aus. Live Extreme Series. Übersichtliche Angabe von. Ja, nein. Wie startet man das Rennen jetzt einfach so neu? Was ich glaube, ich bin jetzt neu. Retri. Was habe ich gedrückt? A3. Retri. Da wurde ich geschubbert und konnte nicht mehr lenken. Welcome to the Gulf Coast, where we're getting ready for the second stop on the Live Extreme Tour. Last time we hit the city streets. This time we're also going to go wild. Ich freue mich auf richtige Crew-Events. Aber meine Crew hat noch keine Zeit, aber Crew-Events sind cool, aber wenn wir Beta schon, dann werden wir das Wetter zusammen
teilweise ist es wirklich ziemlich slippery, die Steuerung. Ich fahre nicht nur scheiße. Sieht halt auch einfach nichts. Oh, nee. Okay, Checkpoint ist. Einmal macht man noch einen Neustart, ansonsten möchte ich dieses Rennen jetzt nicht mehr fahren. Schon zu spät. Meine Uhr habe ich auch nicht an. Ich weiß nicht mal, wie spät es ist. Welcome to the Gulf Coast, where we're getting ready for the second stop on the Live Extreme Tour. Last time we hit the city streets. This time, we're also going to go wild. Das Event nervt eigentlich gerade. Wenn man so schlecht fährt wie ich, dann nervt es einfach. Hier ohne Rücksicht auf irgendwas. Jetzt ist allerdings bessere Tageszeit, wie ich finde. Strecke, wie ich will jetzt relativ schlecht. Muss immer schon mal ein bisschen spinsten. We've got some giant spectators for this part of the course, and they're getting some giant-sized action. We're seeing the best from our drivers now, the moment when they're upping their game. It's going to be a gladiator match out there. Can a driver rocketing into first like that still be called a challenger? And now for the big moment. Cool, it's time for us to switch up the competition. Oh. And it's up and over the ramp and into that beautiful blue water. At Live, we're proud of giving you races no one else can. Drivers must master it all or be left behind. They've got just one shot at being the best. Okay, das hat gerade now that's confidence, letting the other drivers set the pace. For the moment. Falsch rumgelenkt, geil. Auch gut. Voll verarscht.
Das war jetzt echt mies. Das Ding hat einfach falsch rumgelenkt. Time's running out for our drivers to make a move on the water. Wie haben wir das denn jetzt so eingeholt? Now let's get our hands dirty. We're now in the last section of the race. Here's where drivers can choose to follow the road or cut through the swamp and play in the mud. The choice is theirs. Merken, ob man so ein Event startet. Die Favorite Cars auswählen. Mein Auto kann nicht mehr da. Dritter Platz. Yay. Der hat sich, naja, kein Kontrolle wegen des Wassers. Herrlich. Aber schlechtes Fahren muss auch bestraft werden. Thanks for watching the second race of the Live Extreme Series. Don't forget to follow us on social media. From New Orleans, thank you, and we'll see you next time. Wo ist Loot? Wo ist das Loot? Ist hier Loot? Da war Loot, hab ich schon mal gesehen. Welche Karre jetzt für den letzten jetzt? Oder für alle eins? Ja, nur für den letzten. Also erstmal Favorite. So, dann nicht die Performance teilen, sondern was geiler finde. Man kann das scheinbar dann auswählen. Touring Car als Favorite setze, dann ist der Aston Martin nicht mehr Favorite Racing. Okay. Vehicles. Kann ich denn jetzt hier auch kaufen direkt? Ah ja. Gucken wir uns die BMWs mal an. Street Racing. Der war alles gut. Gibt's auch Drifting BMW vielleicht? Oh ne, schöne. Street Racing Motorräder. Oh. Offroad-Motorrad hier vom Feinsten. Ja, aber teuer, meine Güte. Gibt's denn hier? Eine, ist auch eine Riesenauswahl, ist schon cool. Oh. GTI. Street Racer Touareg. Ah, naja. Oh. Karten sind aber echt teuer. Aber das ist geil. Drag Race Edition, ne? Drag Racer brauchen wir auch noch. Stimmt, Drag Races gibt's auch noch. Ja, es gibt ja einfach so viel Zeug zu machen. Hammer. Weiß Bescheid.
Ah, cooler Stopp. Angehoben. Oh. Der mangelt halt schon viel. Von hier. Das ist schon geil gemacht, ne? Muss man sagen. Schon schick. Da ist irgendwer auch noch auf unserem Server Bracket unterwegs. So, jetzt haben wir gerade gesehen, Drag Race. Hier gibt es auch Drag Race. Wieso haben wir noch kein Drag Race freigeschaltet? Street Race, Street Race, Street Race. Kann man das? Ach, das kann aber auch sein, dass man das erst natürlich erst freischaltet, wenn man ein bisschen Street Racing gemacht hat. Ah, das kann ich das hier zufällig anschauen. Ah, hier kann man sich das ganze Videozeug nochmal anschauen. Die Story quasi. Timeline. Achso, ja, jetzt mal unser oh. Famous Star. Achso, okay. Icon ist ein Status hier. Icon. Bekommt man schönes Zeug, okay. In den News. Was haben wir denn da so? Hier hält jemand den World Record 10.000 Punkte von 3.000. Heftig. Leveling and Progression Guide. Ja, Spiel, ne? Season Pass, den werde ich auf Stream dann nochmal kaufen. Ich würde den gern anpassen. Das scheint mir aber noch nicht zu gehen. Lass uns doch mal gucken, was gibt's denn hier? Acura. Der NSX, man kennt ihn aus Gran Turismo. Oh Gott, ein Abart 500. Leck mich die. Oh. Ist es? Ja, es ist. Ja. Was hat denn unser... Oh, Audi hat auch nur den, in Anführungsstrichen, nur den R8 V10 Plus. Halt den PTS Coupé, den haben wir ja gekriegt. Okay, der BMW war schon mal drin. Harvey Rocket. Auch schon mal cool. Harley Davidson, da wird es wohl nur Motorräder geben, wovon wir schon eins haben. Beide Street Racing, aber was mit der Street Racing? Kawasaki wird da wohl auch so Richtung Moped gehen. Hier, das ist alles in der sind Offroader, ne? Nee. Der aber. Also das ist so teuer. Also sowohl diese linken Credits als auch die rechten. Was ist da? Oh, McLaren, gibt's hier was? Ja, den haben wir eben gesehen. Das ist die Ultimate Car. Was gibt's von Mercedes hier noch? Oh, oldschool. Ja, und dann Touring, da stehe ich ja voll drauf. Oh, der SLS. Der SLS. Ja, schön Lancia Delta. Oh, war klar, Lancia Delta ist viel schön Rallye. Auf Rallye? Okay. Gibt schon viel Zeug. Und jetzt wollte ich ja schauen, was wir so für einen Status haben. Driften wäre cool, oder? Ein bisschen Driften wäre cool. Da muss man jetzt wahrscheinlich für Rallye verfahren, wenn man das freigeschaltet bekommt. Aber hier das,
Ah ja. Aerobatics Jetty Monster Truck gibt's. Hier im Headquarter. Street Drift. Ja, Drift wäre mal cool. Drag und Hyper. Drag habe ich auch noch nie gespielt. Aber der blinkt jetzt hier. Das heißt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Warum blinkst du denn, Headquarter? Warum blinkst du? Something is not quite right. Ah. Jet Sprint. Okay. Den kannte ich jetzt auch noch nicht. Jet Sprint by a Vehicle. Ah, das sind so, ist das so klein, super heftig, schnell, wendige Dinger, ne? Oh Gott, das Ding heißt Leopard. Das hätte ich ja dann eigentlich gerne, aber das ist ja, meine Güte. Ah. Die haben aber alle den gleichen Max-Wert. Nur einen höheren Ausgangswert. Aber ich will schon ein hübsches haben, ne? Man will ja ein hübsches haben, ne? Eigentlich. Das könnte der Wolf im Schafpelz sein. Wir kaufen jetzt mal aus Prinzip. Ach du meine Güte. Dann machen wir es mal lila. Wir kaufen das mit diesem Standardgeld hier, nicht mit diesen Bezahl-Credits. Da. Also mit diesen Echtgeld-Credits. So, jetzt haben wir neue Events. 2 neue Aktivitäten. Das müssen wir uns natürlich mal angucken. Okay. Das ist genau, Recommendation ist genau 10. Oh, was das jetzt hier für ein Event ist. Oi. Ich merke schon, Alter, das ist drin. Mit dem geilsten Helm. They say what happens in Vegas stays in Vegas. But we've got a race coming up there and everyone's... Ja, okay. Wir haben verstanden. Das ist eine geile Race. 3, 2, 1. Let's keep it roll, meine Güte. Let's pool our efforts to make for a great race. Right. Oh Gott, der war noch Fuß. Das muss aber extrem lang gewöhnt, die Dinger. Checkpoint ist okay, machen wir mal retry. Die Steuerung ist okay, das ist ein bisschen swishy-swashy Steuerung. 3, 2, 1. Wir haben natürlich auch ein Wolf im Schafpelz, ja? Let's pool our efforts to make for a great race. Das ist wirklich ziemlich swishy, die Steuerung, das ist echt ab. Das ist noch gut, das ist auch noch gut. Das ist schon sehr wendig. Ich denke mal, jetzt nur Fernsehen. By the way, you want to tell me why we're having a boat race in the desert? Warum kommen wir in der Küste? Und es gibt jetzt dafür auch direkt noch 2 Events. Das machen wir jetzt auch irgendwie.
Steuerung. Muss ich natürlich auch mal neu dran gewöhnen, aber nicht, weil ich der Letzte bin, sondern einfach nicht Spaß. Jetzt hat er gar nicht mehr gesteuert. Was so eben schon mal das Gefühl schreiben. Vor allem auch an den anderen Vehikeln noch nicht. Ja, ich glaube, es ist dann jetzt Zeit, einfach das Spiel nicht mehr zu spielen. Hat natürlich auch eine Handbremse. Ganz kleines Land. Okay, hat auf jeden Fall nochmal einen extra Beschleuniger, auch wenn man nach hinten drückt. Every time you set a record, it gets uploaded to the live app so you can share it with your friends. And give them a chance to beat you, if they can. Das macht überhaupt keinen Spaß. I don't like it. Zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. So, jetzt haben wir aber auch kein neues mehr. Ready Rate. High Speed Drifter Ready Rate. Street Race. Jet. Ah, das ist ein Jet Sprint, okay. Ich würde vorschlagen, damit lassen wir es für heute stehen. Muss mich mal. Oh. Ist jetzt eh abgeschaltet oder was? Nee. Lassen wir es mal stehen. Machen die Tage auf jeden Fall weiter mit The Crew 2. Der erste Eindruck ist, wir kannten es jetzt auch schon natürlich aus der Beta. Erster Eindruck ist, jawohl, da kommt was Gutes. Und wenn man jetzt hier die Bildchen sieht, dann kommt da auch noch mehr Gutes. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen, Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.